Grüßt euch und herzlich willkommen zum 11. Teil zum Bau meiner Spur-0-Anlage. In diesem Teil stelle ich mir die Frage aller Fragen. So, also, was ist mit der Kohle? Ja, das interessiert. So, dann starte ich mal. Ich wollte ja eigentlich nicht hier beginnen, aber ich habe jetzt eine Idee gehabt, wie ich das machen möchte. Und jetzt habe ich mich dann doch dazu entschieden. Und zwar kommt hier ein kleiner Bansen hin. Hier kommt dann, da habe ich noch nicht das Material, kommt dann noch ein größerer Bansen hin. Dann habe ich mir überlegt, der Bagger kommt dann hier dazwischen. Der Weg wird hier so durchgeführt und dann kann man quasi zur Drehscheibe hinterfahren oder zum Lokschuppen. Und hier kommt mein Wasserturm hin. Genau, und das mache ich jetzt. Jetzt muss ich als erstes wieder mit einer Trittschalldämmung das Ganze hier aufstocken, dass ich quasi auf die Höhe komme von der Straße hier. Und ja, dann lege ich mir das jetzt mal hier bündig an. Und dann drücke ich das einfach mal durch bis auf die Schwellen, dass ich quasi eine Markierung habe, bis wohin ich muss. Und dann schaut es auf der Rückseite so aus. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Da ist die Markierung. Und jetzt schneide ich das mal. So, dann schaue ich mir das mal an. So, da passt es soweit. So, jetzt habe ich das soweit ans Gleis angepasst und habe da noch ein bisschen Platz dazwischen gelassen, dann für einen Schotter. Hier hinten habe ich die Prellböcke, die mache ich jetzt dann gleich freigelassen. Beziehungsweise ich habe sie schon gemacht und ich zeige euch aber jetzt dann gleich, wie ich die gemacht habe. Jetzt habe ich hier einfach aus Holzstäben so Prellböcke gebaut, verschiedene Arten, 3 Stück, dass mir die Loks, wenn sie durchrutschen, nicht von der Drehscheibe runterrutschen. Genau, so schaut es aus. Und jetzt klebe ich das Ganze fest. So, jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen Kleber aufgetragen und jetzt verstreiche ich das wieder in altbewährter Manier, dass ich quasi mir ein Stück Pappe oder hier in dem Fall jetzt ein Stück Schalltritt-Schutzdämm-Dingens nehme und das verstreiche. Trittschallschutz, so heißt es richtig. So, dann nehme ich mir meine Platte. So, jetzt habe ich das hingeklebt, schön verstrichen und beschwert. Und jetzt habe ich hier auch gleich noch das Stück mitgemacht. Bis zu meinem Abstellgleis für meinen Bahnmeister. Genau, jetzt lasse ich das, beschwere ich jetzt auch noch und dann trocknet das erstmal. Und jetzt nehme ich mal die ganzen Gewichte runter. Es ist jetzt eigentlich nur wichtig, dass es einigermaßen hält und nicht mehr verrutscht. Genau, das tut es auch sehr gut. Jetzt werde ich im nächsten Schritt die Lass aus der Lippe fallen. hier Spachtelmasse drauf auftragen, dass die Riffel ein bisschen weggehen. Gut, da benutze ich jetzt wieder die Modellbauspachtel und trage die mal ein bisschen auf hier. Ich habe mir jetzt überlegt, ich überspachtle hier jetzt einfach mal den Übergang und danach mache ich den mit einem Cuttermesser, weil ich den dann schön sauber habe, hoffe ich zumindest. Ja. Gut, das lasse ich jetzt wieder trocknen hier. Ich mache jetzt natürlich noch den Rest fertig und dann lasse ich das trocknen und dann schleife ich das noch ein bisschen an. Danach geht es eigentlich schon weiter mit dem Malern. Gut, das hat jetzt die ganze Nacht Zeit gehabt zu trocknen. Jetzt habe ich mir hier schon eine graue Farbe
wieder vorbereitet. Damit grundiere ich das wieder, dass das, ja, falls es durchscheint oder so. Gut, dann dasselbe noch in Braun. Nachdem ich jetzt alles mit Farbe behandelt habe, schaut das so aus. Ich habe schon mal die Prellböcke reingelegt oder hingestellt, dass ich mal sehe, wie das wirkt. Genau, mein Wasserturm kommt dann hier hin. Und ja. So, jetzt im nächsten Schritt klebe ich die Prellböcke hin. Da gönne ich dem Ganzen schon ein bisschen mehr Kleber, dass der mir nicht gleich beim ersten Durchrutschen wegschnippt. So, und dann mache ich den schön mittig. Auge mal Pi, schön mittig. So, das mache ich jetzt bei allen dreien. So, jetzt sind sie alle fest. Und dann mache ich jetzt gleich noch den Wasserturm. Jetzt nehme ich mir meinen Wasserturm und klebe den auch noch fest. Weil jetzt im nächsten Schritt werde ich dann das Gleis hier gleich schön einschottern. Und dann wird der gleich ein bisschen mit eingeschottet. So, dann habe ich mir vorher schon markiert, die Stelle. Ich habe halt geschaut vorher, dass das quasi sich alles schön rausgeht, dass ich auch mit der Lok quasi so hinfahren kann, dass ich gleichzeitig Wasser fassen und bekohlen kann. So. Ah, gut. Sehr gut. Nachdem ich das kleine Malheur behoben habe, nehme ich mir wieder mein Schotterzeug und schotter wild los. Da gehe ich jetzt hier ein bisschen drüber, weil sich hier die Situation ja ein bisschen verändert hat. Da brauche ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich das Gleis soweit eingeschottert, habe das mit dem Pinsel ein bisschen abgekehrt. Schaut das so aus. Genau, auch ein bisschen die Prellböcke eingeschottert. Und jetzt verklebe ich das als nächstes wieder. Alkohol. Dann geht's los. Jetzt ist überall eingeleimt. Jetzt ziehe ich noch die Schwellen ab, dass da kein Leim drauf ist. Und dann lasse ich es trocknen. So, das konnte jetzt über Nacht wieder alles schön trocknen. Das ist jetzt schön fest. Schaut jetzt so aus. Jetzt werde ich als nächstes hier den Bereich machen. Dazu habe ich jetzt hier schon wieder mit meinem Klebeband die Segmentkanten abgeklebt und mal ein Stück Holz dazwischen. Ich wollte mal schauen, ob das ein bisschen stabiler dann ist. Und genau, jetzt spanne ich die Kamera ein und dann geht's los. Gut, jetzt schmiere ich das erstmal mit Leim ein. So, mal bis hierhin. Dann habe ich hier meine Erde und meinen Kies. Und dann fange ich mal an. Da habe ich mir doch glatt den falschen Schotter geschnappt. Jetzt muss ich nochmal ran quasi. Aber doppelt gemoppelt hält er besser.
So, jetzt mache ich den Rest noch und dann muss ich es tränken. Gut, jetzt habe ich soweit die Fläche fertig. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich gleich noch die Prellböcke mit. Da habe ich schon mal einen zur Probe gemacht. Und da mache ich jetzt hier auch wieder ein bisschen Kleber hin, dass es mir nicht runterrollert. Und dann streue ich. So. Verteile ich das noch ein bisschen schön. Und die außen rum liegen, die lasse ich, glaube ich, gleich liegen. Gut, und dann kommt das bewährte Prinzip. Da fange ich jetzt hier an. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu nah dran bin. Gut, und auf der anderen Seite auch. Zwischenzeitlich ist das hier alles getrocknet und jetzt passe ich das wieder an die Farbe an. Und dazu habe ich mir jetzt hier schon mein Pülverchen hergerichtet. Das ist von Pollack, die 5320. Und das werde ich jetzt dünn auftragen, zumindest versuche ich das. Dann nehme ich mir einen Pinsel und tupfe das Ganze wieder hin. Das dunkelt dann noch ein bisschen nach. Das schaut dann so aus wie hier. Gut, das mache ich jetzt wieder auf der gesamten Fläche und dann gibt es den nächsten Schritt. Während das jetzt auf der anderen Seite trocknet, baue ich wieder Holzbastelarbeiten mache ich. Dazu nehme ich mir erstmal einen Eissteckerl habe ich da und da schnippe ich erstmal möglichst gerade die Rundungen weg. Am besten mit der abzutrennenden Seite nach unten, weil sonst fliegen die wie Geschosse, wie kleine Raketen durch den Raum. So. Nehme mir ein Stück Klebeband. Schau, dass ich das schön fixiere. Kann ich das auch umdrehen. So. Habe ich das markiert. Und jetzt schnippe ich wieder Brettchen für Brettchen. So, dann schaut es so aus. Und dann wird das auch nochmal geschliffen. Gut. Jetzt habe ich hier 8 cm, das schreibe ich mir mal drauf. Da habe ich jetzt für die Stirnseiten und für die Seitenseiten, also für die Stirnseiten habe ich 8 cm und für die Seiten habe ich 9. Das heißt, mein Bansen wird 8 mal 18 cm groß. Gut, bevor ich jetzt das Holz weiter bearbeite, schnappe ich mir mein Tütchen mit Restgleisen und mache quasi meine Querträger. Und dazu löse ich erstmal das Schienenprofil aus dem von den Schwellen. Schnapp mir meinen Meterstab und mache so circa 6 cm. Das habe ich jetzt mal für mich als Höhe ermittelt. Markiere die und dann, das mache ich jetzt bei allen und dann zücke ich die Flex. So, jetzt habe ich die 10 Stücke auf Länge gebracht und ein bisschen, also mit dem Dremel auf Länge gebracht und dann ein bisschen die Seiten entgratet, dass man sich nicht verletzt, und jetzt werde ich das weiter bearbeiten.
So schnappe ich mir wieder mein Holz und das ist ja jetzt von Eissteckerln und dadurch ist die Oberfläche recht glatt. Und jetzt nehme ich mir hier meine Raspel und mache vorsichtig, raue ich das ein bisschen an. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht abrutscht und sich in die Finger raspelt. Das ist uncool. Gut. Nachdem ich jetzt alle gemacht habe, und das war jetzt ein bisschen Fleißarbeit, das war jetzt ein bisschen mühsam zum Schluss raus, klebe ich mir die auf eine Leiste mit einem Klebeband. Habe ich alle aufgeklebt und dann nehme ich mir meinen Sleeper Crime von Railmatch und dann wird losgepinselt. Wild gepinselt. Und wenn ich das Holzgedöns fertig habe, mache ich mit meiner Rostfarbe das gleiche noch bei den Schienenprofilen. Gut, und dann lasse ich es wieder trocknen. So, jetzt habe ich gestern noch ganz klammheimlich die Rückseite gemalert und hier auch. Da muss ich aber wahrscheinlich dann sowieso noch mal ran, weil das ein bisschen leicht verkratzt. Jetzt baue ich erstmal den Bansen zusammen und dann mache ich die ganzen Korrekturen. Und jetzt nehme ich mir hier, fülle ich das Profil von der Seite auf und mache hier die Steckerl rein. Das geht ganz gut. Außer man will das so machen, dass man es auch in der Kamera sieht. Geht das nicht so gut. So. Dann aktiviere ich es ein bisschen. Sanft. So, lasse ich es kurz stehen. Also das klebt jetzt hier ein bisschen hin. Mache ich die andere Seite auch gleich noch. Aktiviere ich das auch. So, dann müsste das soweit passen. Das hier ist die Außenseite. Da muss ich dann noch mal ein bisschen drüber malen. Und genau, jetzt mache ich den Rest noch und dann füge ich die Teile zusammen erstmal und dann wird es eh noch gealtert. So, jetzt habe ich sie mit den Innenseiten zu mir liegen, alle 4 Teile. Und jetzt sieht man schon, dass das hier wunderbar reinpasst. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen in der Kamera. Schaut dann so aus über Kante und so von oben. Genau, und das kommt jetzt wieder ein bisschen Kleber ran, ein bisschen satt. Und dann klebe ich das hier rein. Schauen, ob es im rechten Winkel ist. Ja. Gut, fertig ist der Bansen erstmal. Jetzt habe ich mal einen kleinen Probeaufbau gemacht. So stelle ich mir das vor, dass der Bagger hier quasi steht und dann hier rüber kollieren kann. Und hier der Wasserturm, dann kann man gleichzeitig Wasser tanken, Wasser fassen und bekohlen. Und aus irgendeinem Grund stelle ich mir das irgendwie hier so ein bisschen enger vor, dass der Bansen so ein bisschen näher am Gleis steht. Genau, aber so gefällt mir das schon ganz gut.